Hey ihr Lieben, ich befinde mich hier unmittelbar vor dem Gazastreifen. Und man sieht in den Nachrichten oder liest es in den Zeitungen immer wieder, dass Raketen vom Gazastreifen nach Israel abgefeuert werden. Und wir haben uns gedacht, wir wollen heute mal dorthin gehen, in die Stadt, wohin die Raketen abgefeuert werden, und zwar nach Sderot. Das ist eine kleine Stadt mit ca. 25.000 Einwohnern und da werden jährlich bis zu 1000 Raketen auf diese Stadt abgefeuert. Und wir wollen jetzt einfach mal dorthin gehen, wir wollen uns die Stadt anschauen, wir wollen Menschen fragen, wie es ihnen damit geht, mit so einer Situation klarzukommen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was für Storys uns die Menschen erzählen werden. Hier im Hintergrund von mir, da seht ihr eine der wichtigsten Dinge hier in dieser Stadt, die zum täglichen Leben und Überleben ganz wichtig sind. Und zwar sind es die Sirenen, die ertönen, wenn Raketen kommen. Und ab dem Moment, wo man die Sirene hört, hat man in der Regel nur 15 Sekunden Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. How is it to live here in Sderot for you? סדרות בשבילי, אין לי בעיה לגור פה ואני גאה בעיר הזאת. אני יודע דבר אחד, שאם אני לא הייתי גר בעיר הזאת ולא חי בעיר הזאת, אז מי שרוצה לחסל אותי היה כאן במקומי ואני בחיים לא אתן לזה לקרות. What is your motivation to stay here? המוטיבציה שלי זה בעצם להראות שאני לא נכנע ואני לא מפחד משום דבר. יש אלוהים אחד בשמיים שהוא שומר עליי והוא יודע שפה זה המקום שלי בבית שלי. Okay, so thank you very much. Do you live here in Sderot? Yeah, Since when do you live here? 2 years ago. Okay, and do you remember when was the last rocket attack here? Yeah, it was 2 weeks ago, I think so, or 3 weeks ago. And how do you live with that danger here in this area? Actually, it's difficult. I'm a student here, so it's really difficult. Last year it was a disaster. I came from Jerusalem. I born in Jerusalem, so I know how it's to live in a danger. It's not new to me, but it's new to me to live in a city that there is a rocket that shooting on you. I don't know how to say that, and yeah, it's difficult. Do you remember the last rocket attack here? Yeah, I remember. I was here and at my home, and there was the alarm going on and off all the time. And then I going out to visit friends between the alarms. And when I was out, there was a big alarm, and I saw the Kipat Barzel, you know, the rocket anti-rockets, and it was very frightening. You know, I think most of the people, you know, because it's so many years, so they are like they block their soul or something to not feel anything, to keep the life here. Yeah. How is it for you in generally to live under this danger here? In the daily basis, it's not. We don't feel it so much because we need to live our lives. But when there's these attacks, it's very unsettling. The studies are cancelled and people don't go out from their homes. It's very hard. Das ist voll crazy. Wir sind jetzt hier gerade so an der Polizeistation vorbeigelaufen und wie ihr hier rechts von mir seht, sammeln die hier die Raketen von den letzten Angriffen. Und das ist irgendwie für uns als Deutsche gar nicht vorstellbar, dass in der Polizei einfach irgendwelche Raketen gesammelt werden, die auf unsere Stadt, auf unser Dorf geschossen werden. Aber das ist der Beweis für die Angriffe, denen diese Stadt hier ausgesetzt ist und wo täglich die Angst davor einfach da ist, dass es wieder passieren könnte und dass es einfach der letzte Tag sein könnte, an dem man lebt.
Hier haben wir gerade zufällig einen Bunker gefunden von Operation Life Shield. Das ist eine Organisation, die sorgt dafür, dass was machen die eigentlich? Das ist eine Organisation, die wir auch unterstützen, die Icej Deutschland auch unterstützt. Und zwar ist es eine Organisation, die baut kostenlos Luftschutzbunker für Leute oder in Gebieten, wo man sich es vielleicht nicht selber leisten kann. Einfach, dass dieser psychische Druck, ständig zu wissen, dass jederzeit die Sirene kommen kann und man dann nicht nah genug an einem Bunker wäre, dass dieser Druck weg ist und dass man einfach weiß, man hat in der nahen Umgebung einen Bunker, wo man Schutz bekommt, falls die Sirene kommt. Schon crazy, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute da schon drin saßen und ihr Leben gefürchtet haben und vielleicht gehört haben, wie um sie herum Explosionen gekommen sind, wie Raketen getroffen haben. Sie wussten vielleicht nicht, ob Teile ihrer Familie da jetzt getroffen worden sind, die es vielleicht nicht mehr rechtzeitig geschafft haben. Irgendwie ein komisches Gefühl, da drin zu stehen und zu wissen, hier sind immer wieder Menschen drin, die da nicht einfach aus Spaß mal reingehen können, sondern die da gezwungen sind reinzugehen. When was the last rocket attack here in Sderot? I think 1 month ago. And how do you live with this danger? I think that living here, that it's going like one day after day after day, it's impossible. There is a lot of houses that they don't have a shelter, the place that you hide when you have the siren. So it's very difficult. And somebody needs to solve this because it's over many years that this is the living standard. It's really impossible. And why do you still live here? What is your motivation to keep on living here? I work at security of the government office, and I was a soldier too. I love this country. I will do everything for this country. There are good people here. People that want peace, that's all we want. I love the Arabic. I know that there is a lot of innocent people in Gaza that want the freedom like me, because we all want just peace and live peacefully forever together. That's all. Ja, wir sind schon am Ende von unserem Video. Der Tag in Sderot war irgendwie ganz besonders, weil es auf der einen Seite dort eine schöne, eine friedliche Stadt war mit sehr freundlichen, sehr offenen Leuten und auf der anderen Seite war es eine Stadt, wo diese Raketenangriffe, wo dieser Krieg irgendwie so die ganze Zeit präsent war. Sowohl in dem, dass man die Bunker überall gesehen hat. Neben jeder Bushaltestelle war ein Bunker, neben jeder Schule, neben jeder Häusersiedlung war ein Bunker. Und ich finde es so cool, dass sie diese Hoffnung einfach in sich tragen, diese Hoffnung auf ein Leben in Frieden, weil sie selber diesen Krieg auch nicht wollen, weil sie sich einfach nur danach sehnen, in Frieden zu leben, zu studieren, in die Schule zu gehen, arbeiten zu gehen und einen geregelten Alltag zu haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen hoch und dann teilt doch unser Video. Bis bald, vielen Dank. Ciao. So what is your message to the West, to German people maybe who watch this video? We live in Israel. The situation is pretty complicated. It's not as same as in the news and the media coverage. There are two sides to every war, and it's not like Israel all the time are bombing Gaza and they only turning back. There are a lot of complications here, and it's not simple, the situation. People live here, and every day it's like a war. It's like they live in a war zone. And if you want really to see it in your eyes, you can come and visit here and see it. It's normal people and it's normal life. It's not like outside the world.